Stell dir doch einfach mal vor, du sitzt in Deutschland vor deinem Rechner und willst gerade auf der Lufthansa-Website einen Business-Class-Flug von München nach Bangkok buchen. Der Flug soll exakt 3.478 € kosten. Zur gleichen Zeit sitzt aber der liebe Kai in Buriram und will den gleichen Flug buchen. Doch bei ihm kostet der Flug nur 2.339 €, also über 1.000 € weniger. Und dann stellt ihr noch vor, in Griechenland sitzt, sagen wir mal, der Iglesias vor seinem 10 Jahre alten Windows 7 PC und sucht ebenfalls nach diesem ominösen Flug von München nach Bangkok. Und der muss nur 2.117 € bezahlen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Hey, hallo und herzlich willkommen. Also eigentlich wollten wir hier jetzt deine Top 5 First-Class-Flüge vorstellen. Aber als Reaktion auf unser Video zu den Flugpreisen vor ein paar Wochen haben wir so viele Fragen bekommen, dass wir uns kurzfristig entschlossen haben, eine der kontroversesten Fragen aufzugreifen, die uns derzeit einfällt, wenn man über günstige Flüge redet. Gehen die Preise bei Airlines und Flugsuchmaschinen wirklich in die Knie, wenn man sich über ein VPN in ein anderes Land einwählt? Also wie wenn man Netflix-Gebühren oder YouTube-Gebühren optimiert. Kai, wie kommt dieser Hype zustande? Der hat sich in den letzten 2 Jahren im Internet irgendwie verselbstständigt. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diese Folge ein gutes Dutzend YouTube-Videos angeguckt, die sich alle mit der Frage beschäftigen, wie ist das eigentlich mit VPN? Ist das der super Travel-Hack? Findet man günstigere Flüge, wenn man sich mit einem VPN in ein anderes Land einwählt? Haben unmenschliche Zugriffszahlen diese Videos, also scheinen ein unglaublich populäres Thema zu sein. Gucken sich unglaublich viele Leute an. In keinem dieser Videos, das ist mir relativ schnell aufgefallen, macht sich der Moderator oder der YouTuber die Mühe, das auch vor der Kamera mal zu demonstrieren. Also diesen Switch mit dem VPN und plötzlich geht der Preis runter. Ja. Das würde man ja eigentlich auch gerne dann mal live sehen. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist wie so oft der Wunsch nach einfachen Erklärungen. Also für ein Phänomen, das nicht einfach zu erklären ist. Keiner versteht so richtig, wie Flugpreise im Detail wirklich funktionieren. Deshalb kann auch niemand die Entwicklung von Flugpreisen exakt vorhersagen. Wahrscheinlich nicht mal die Airlines selbst. Könnte das jemand, dann wäre der längst Milliardär und die Airlines hätten ihren Algorithmus aber auch längst geändert, um eben nicht vorhersehbar zu sein. Da reagieren dann Airlines ja auch nicht drauf. Die sitzen dann ja nicht da und sagen, boah, scheiße, jetzt fliegen alle für die Hälfte des Geldes, weil die einen VPN haben. Und was machen wir jetzt bloß? Müssen wir Konkurs anmelden? Ich habe ja schon länger den Verdacht, dass VPN so eine Art Globuli sind. Die kann man für alles Mögliche einsetzen und auf geheimnisvolle Art und Weise, so genau blickt's keiner. Da hast du alle möglichen Vorteile, also auch Sicherheit und du wirst auch nicht mehr entdeckt. Du kannst anonym browsen und so weiter. Was jetzt die Flugpreise angeht, es könnte dann doch irgendwas dran sein. Vielleicht wirkt's ja trotzdem irgendwie geheimnisvoll und hat doch jemand mal die Erfahrung gemacht, mit dem VPN, als ich das eingeschaltet habe, die Buchung war zwar stinklangsam, aber plötzlich war es um die Hälfte billiger. Ja, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß sogar, dass Preise eben tatsächlich ein bisschen differieren können. Das passiert vor allen Dingen immer dann, wenn sich durch den Standortwechsel auch ein Währungswechsel ergibt. Dann können Wechselkursschwankungen eben dafür sorgen, dass ein Flug ein bisschen billiger oder teurer wird. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Wenn dann in dem Land zum Beispiel auch noch die Vermittlungsgebühren für Online-Travel-Agencies gedeckelt sind oder eben einfach ein bisschen niedriger sind als in Deutschland, kann das möglicherweise auch ein Preisvorteil sein, der dann an die Kunden weitergegeben wird. Alles geschenkt, aber mit Blumen auf dem Tisch. Wir reden da von einer kleinen Ersparnis von, sagen wir mal, 20 € bei einem Flugpreis von 600 bis 800 €. Also das ist ungefähr wohl die Größenordnung, über die wir da reden. Das ist ja aber nichts, was diesen Hype erklären könnte, der um die VPN-Nutzung gemacht wird. Der Hype entsteht ja vielmehr dadurch, dass den Leuten eben suggeriert wird, dass sich die Flugpreise immer an die Lebenshaltungskosten und das allgemeine Preisniveau eines Landes anpassen würden. Und das ist deshalb dass der tolle Trick dann eben sei, wenn du dich in Moldawien übers Internet einloggst, über ein VPN, dann bekommst du automatisch Preise, die eben an die Lebenshaltungskosten in Moldawien angepasst sind. In Thailand funktioniert das ja auch wunderbar, ja? Also in Thailand kann ich 20 Mal essen gehen und zahle immer noch weniger, als wenn ich in Deutschland einmal essen gehe. Also, Kai, und jetzt kommst du wieder und es stimmt nicht für Flugreisen, oder was? Genau. Nicht alles, was für das Restaurant um die Ecke gilt oder für Netflix oder für YouTube-Kanalmitgliedschaften, gilt eben auch für Airlines. Also die Lufthansa ist ja nicht die Welthungerhilfe oder ist nicht Entwicklungshelfer. Airlines wollen ihre Sitze zu den bestmöglichen Preisen verkaufen. Warum sollten sie einen Flug in Griechenland 200 € billiger anbieten als in Deutschland? Wir hatten die Diskussion in einer unserer letzten Live-Folgen bei den Kommentaren und dann hat unser Jan Niek
Niklas, der ja ein pfiffiges Kerlchen ist, der hat dann eine Frage gestellt, die einem sofort einleuchtet. Warum sollten Airlines das machen? Und das ist genau die Frage, die sich jeder an der Frage stellen muss. Warum sollte eine Airline den Preis in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind, Entwicklungshelfer spielen und billige Flüge anbieten? Flugreisen, die wenden sich ja nicht an die Leute, die irgendwo in einem Slum leben, die wenig Geld haben, sondern Flugreisen wenden sich an eine Mittelschicht, die sich das auch tatsächlich leisten kann. Und da ist es vollkommen egal, ob du in Indien bist oder in Griechenland. Geschäftsleute können sich so einen Flug leisten zu den Preisen, wie sie eben auch in Deutschland aufgerufen werden. Aber ich glaube, da vermischen sich auch verschiedene Phänomene, verschiedene Komplexe zu einem gesunden Halbwissen. Einerseits ist ja klar, so eine Airline, die hat ihre Kosten. Und das ist die gleiche Maschine, das ist der gleiche Sprit, das ist alles Mögliche ist dasselbe. Und ob die Lebenshaltungskosten in Thailand deutlich niedriger sind als hier im Westen, ist der Airline auch egal, weil auch da hat sie die gleichen Kosten im Wesentlichen. Kann sie als Personal nicht einfach austauschen, dann plötzlich in Thailand oder irgend sowas. Aber tatsächlich kann man ja feststellen, da profitieren wir auch davon, haben wir immer wieder Tipps. Wenn ich im Ausland abfliege, dann kann ich riesig Geld sparen teilweise und richtig günstig fliegen. Das hat aber mit den Lebenshaltungskosten im Ausland überhaupt nichts zu tun. Kannst du es nochmal auseinanderfieseln? Und das ist ja auch ein anderer Flug, ne? Also wenn ich von Amsterdam über Frankfurt nach Bangkok fliege, dann ist es ein anderer Flug, als wenn ich von Frankfurt nach Bangkok fliege. Und das unterliegt eben auch unterschiedlichen Regeln. Die haben wir in unserer allerersten Folge, Oktober 2023, haben wir uns mit genau der Frage beschäftigt, wie man günstig Business Class fliegen kann. Wer sich das nochmal antun will, guckt sich unsere allererste Folge nochmal an. Das ist ja aber nicht das, was mit dem VPN-Trick gemeint ist. Natürlich ist es ein alter Hut, den wir hier auch schon dutzendfach wiederholt haben, dass Preise zum Beispiel bei Lufthansa senken, wenn man den Abflug eben nach Skandinavien, nach Budapest, nach Amsterdam, nach London oder Paris verlagert. Lufthansa versucht in diesen anderen Märkten Passagiere von den Platzhirschen abzuwerben, also von KLM, von Air France, von British Airways, und geht deshalb da mit Kampfpreisen an den Markt. Aber die VPN-Beschwörer, die wollen uns weismachen, dass man sich den mühsamen physischen Weg ins Nachbarland sparen kann, weil es angeblich reichen würde, virtuell nur für die Buchung mal die Grenze zu überschreiten. Und das ist eben im Großen und Ganzen Quatsch. Und können wir das hier jetzt beweisen? Hast du in Thailand mit VPN, du nutzt ja dauernd VPN, aus anderen Gründen, hast du in Thailand mit VPN nach günstigen Flügen gesucht und mal richtig geguckt, was da Sache ist? Ja, es ist ja quasi Teil meiner Jobbeschreibung, den ganzen Tag nach günstigen Flügen zu suchen. Und das Praktische an einem Wohnsitz in Thailand ist, dass ich da nicht mal ein VPN für brauche. Ich bin ja hier in Thailand, ich habe hier eine thailändische IP. Ich muss also der Airline gar nicht vorgaukeln, ich sei in Thailand oder in einer strukturschwachen Region, sondern ich bin es eben tatsächlich. Aber natürlich habe ich spaßhalber auch mit NordVPN, ich bin tatsächlich VPN-Nutzer. Ich will deutsches Fernsehen gucken und das darf man eben nicht mit einer IP aus dem Ausland. Wir haben dafür noch keinen Affiliate-Link. Also liebes NordVPN, wenn ihr zuguckt, wir würden auch gerne einen Affiliate-Link reinblenden, oder Kai? Darf auch Surfshark sein oder irgendein anderer Anbieter, das ist vollkommen beliebig im Zweifel. Das funktioniert ja mit allen VPN-Anbietern. Das ist tatsächlich eben auch ein nützlicher Vorteil von VPNs, dass das funktioniert. Aber was eben nicht funktioniert, das ist eben diese Geschichte mit den Flügen. Also ich habe spaßhalber eben auch mit NordVPN verschiedene Länder mir angeguckt. Immer den gleichen Flug natürlich, immer in der gleichen Kombination, auch immer im gleichen Browser. Ich hatte natürlich Cookies gelöscht und so. Der Preis ist immer exakt der gleiche. Also ich habe geguckt, wie ein Flug mit Standort in Deutschland ist, habe mich also per VPN in Deutschland eingeloggt. Ich habe es probiert mit dem schönen Land Albanien, weil ja gesagt wird, so Lebenshaltungskosten spielen da irgendwie eine Rolle. Und ich habe, weil viele Leute sagen, naja, das mit dem VPN-Trick so generell stimmt das nicht, aber gerade so zwischen Europa und USA bei den Flügen, da würde das eben helfen, wenn man da das Land wechselt. Und habe es deshalb eben auch mal mit der USA probiert. Und was soll ich euch sagen? Bei sämtlichen Flügen mit diesen 4 verschiedenen Ländern exakt der gleiche Preis. Ich habe es über die Lufthansa-Webseite probiert, ich habe es über Google Flight probiert, immer den gleichen Flug. Und ich habe es probiert mit Skyscanner, als einer bekannten Online-Travel-Agency. Die Preise haben die tatsächlich variiert. Skyscanner hatte immer so ein paar Euro günstiger als direkt bei Lufthansa für den gleichen Flug. Aber das hatte nichts mit dem VPN zu tun, weil in den verschiedenen Ländern war der Preis immer der gleiche. Also bei Skyscanner waren es dann irgendwie immer 156 Euro, während es bei Lufthansa immer 159 Euro waren. Bei Lufthansa wechselt auch die Währung nicht mit einem anderen Standort, sondern man zahlt immer in der Währung des Abfluglandes. Also wenn du aus den USA abfliegst, zahlst du mit US-Dollar, egal ob du mit dem VPN in Deutschland oder in Albanien bist. Und bei Google Flight und bei Skyscanner ist es so, nur bei Google Flight ist es so, dass da tatsächlich immer in deiner Landeswährung, in deiner virtuellen Landeswährung abgerechnet wird. Also in und eine Umrechnung stattfindet. Dann habe ich das halt umgerechnet nach dem tagesaktuellen Kurs und dann ist es aber am Ende wieder ziemlich genau der gleiche Preis. Plus minus ein paar Cent oder ein paar Euro vielleicht als Wechselkursschwankung. Aber im Großen und Ganzen bringt das
das nichts, sich irgendwie in ein anderes Land einzuloggen. Aus diesen 4 Ländern, wie gesagt, hat das keinen Einfluss gehabt und ich habe verschiedene Flugkonstellationen gehabt. Ich habe von Deutschland nach Griechenland, ich wollte den Iglesias Rizidopoulos mal besuchen fahren, wollte mal gucken, was mich ein Flug da kosten würde. Ich habe es mit Flügen in die USA probiert, weil eben viele sagen, dass es da einen Unterschied gäbe bei VPNs. Ich habe Flüge nach Thailand gesucht, weil ich immer nach Flügen nach Thailand suche und das eben immer über diese 3 verschiedenen Suchplattformen und mit 4 verschiedenen Ländern über VPN und es hat sich nie auch nur einen einzigen Euro irgendwie eine Abweichung ergeben. Absoluter Gleichstand. Der Iglesias, der würde sich vielleicht über deinen Besuch freuen, da könntest du ihm deinen alten Laptop vorbeibringen. Aber wir sind vielleicht ein bisschen gehässig hier gegenüber den Griechen. Das ist nur ein blödes Beispiel, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Aber Kai, so schnell gebe ich nicht auf. Es liegt bestimmt daran, dass du so doof warst und nur die Airlines direkt gecheckt hast. Du hast das Stichwort nämlich zwischendrin mal gegeben, OTA, Online Travel Agencies. Wenn du jetzt das Ganze mit Online Travel Agencies, also mit Reiseagenturen, hat man früher gesagt, unternehmen würdest, dann gelten doch da bestimmt ganz andere Regeln und das führt dann bestimmt dazu, dass die Preise ganz anders sind als hier in Deutschland, oder? Das war ja auch meine Theorie. Ne? Also ich war davon ausgegangen, dass Online-Travel-Agencies eben so ein bisschen mehr Spielraum in der Marge haben möglicherweise und dass sich da vielleicht auch unterschiedliche Länder auswirken können, weil diese OTAs eben unterschiedlich hohe Provisionen zahlen müssen und so weiter. Dass sich da dann vielleicht eine klitzekleine Abweichung ergibt. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe es eben auch über Google Flights und über Skyscanner probiert und tatsächlich ist meine Theorie, die ich zugunsten dieser VPN-These aufgestellt habe, dass es da zumindest so ein bisschen Wechselkursschwankungen geben könnte. Die hat sich nicht bewahrheitet. Es ist 1:1 der gleiche Falsifiziert heißt das vornehm. Genau. Selbst wenn, dann reden wir eben über eine Ersparnis, mit der man sich nicht mal das Taxi zum Flughafen leisten kann. Und da ist dann ja am Ende auch die Frage, wie viel Aufwand lohnt sich mit virtuellen Umgebungen, mit Inkognito-Browser und dem ganzen Zirkus, um dann vielleicht so ein paar Euro an Wechselkurs zu sparen. Was wir jedenfalls als urbanen Mythos entlarven können, ist der Glaube, dass ein Klick im VPN auf ein anderes Land reichen würde, die Preise nennenswert purzeln zu lassen. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Nebenbei, Flugpreise können natürlich auch mal sinken. Ne? Also der Algorithmus, das wird eben vom Algorithmus je nach Auslastung des Fluges gesteuert, aber eben nicht danach, in welchem Land du sitzt oder vermeintlich sitzt, sondern da gibt es eben andere Komponenten, wie Flugpreise vom Algorithmus gesteuert werden. Also mich erinnert das Ganze ein bisschen an den Mythos, dass Airlines angeblich ihre Preise sukzessive erhöhen. Je öfter du im gleichen Browser denselben Flug suchst, dann passen die ihren Preis automatisch an und bieten dir das immer teurer an. Damit würdest du dem Cookie der Airline in deinem Browser dein Interesse an dem Flug verraten und die Airline würde daraufhin den Preis anheben. Kai, unter uns. Also ich kenne das Phänomen, dass ich zu lange mit der Buchung warte und der Preis dann steigt. Und dann suche ich immer nach einem Schuldigen, weil ich mir selber eben nicht eingestehen will, dass ich mit der Buchung schlicht und ergreifend zu lange gewartet habe. Und dann sage ich, der Cookie war es. 2 Dinge fallen mir dazu ein. Wenn die Airline wirklich wüsste, dass ich mich für einen Flug interessiere, dann wäre die Schlussfolgerung tatsächlich im Sinne der Airline. Wenn ich einen Flug nicht direkt buche, dann doch wahrscheinlich, weil er mir zu teuer ist. Also ich gucke auf einer Webseite, ich schaue und denke mir, oh nee, 500 Euro, das ist mir zu teuer. Ich warte mal noch, vielleicht wird es nochmal billiger. Tatsächlich weiß ich natürlich, dass Preise in der Regel immer dazu tendieren, hochzugehen und nicht runterzugehen, aber ich will jedenfalls zu dem Zeitpunkt nicht buchen, weil er mir zu teuer ist. Wie viel Sinn, das ist jetzt die 1 Million Euro Frage, wie viel Sinn ergibt es dann, bei einer erneuten Anfrage einen noch höheren Preis anzubieten? Ich weiß es. Ne, also nach dem Motto, Ohr an meinen Laptop. Wenn ich ganz, ganz leise bin, dann höre ich den Cookie lachen. Ja, der lacht mich aus. Das hast du jetzt davon, dass du so lange gewartet hast. Jetzt zahlst du 50 Euro mehr. Man kann ja mal einen einfachen Test machen, jeder für sich zu Hause, ob an der Theorie was dran ist. Nehmen wir mal an, du hast ja auf der Lufthansa-Webseite tatsächlich einen Cookie eingehandelt. Dann kannst du doch einfach auf einer anderen Seite, zum Beispiel der Schwester-Airline Swiss oder von Austrian oder von Brussels, die nutzen alle die gleiche Buchungssoftware und das heißt, da werden immer die gleichen Preise angezeigt auch. Also du gehst dann einfach zu Swiss, wo du kein Cookie hast und schaust da, ob denn der Preis noch so niedrig ist, wie als du das erste Mal auf der Lufthansa-Seite warst. Wenn es der Cookie wäre, der auf der Lufthansa-Webseite die hässliche Preissteigerung bringt, dann müsste der gleiche Flug bei Swiss weniger kosten. Und ich sage euch jetzt schon voraus, nein, das ist nicht der Fall. Also ich kenne diese Cookies, natürlich hat sich viel geändert und wird sich noch viel ändern, was die Cookies angeht, aber genau wie du es beschrieben hast, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Jeder kennt das auch wahrscheinlich von Amazon oder von ähnlichen Buden. Normalerweise ist es so, die wollen
wenn das Produkt, für das du Interesse gezeigt hast, dann kriegst du den Cookie an die Backe geklebt. Wenn du wieder drauf guckst oder auch nicht, kommst dir zwischendurch eine Anzeige. Aber dann versuchen dir das Produkt, für das du schon dein Interesse gezeigt hast, dir schmackhaft zu machen. Und das machen sie ja nicht, indem sie dir einen noch höheren Preis anbieten. Wenn da noch Spielraum ist, dann versuchen sie mit einem Rabatt oder mit einem Bundle oder mit einem Cross-Selling oder mit was wie immer, dir das Ding schmackhaft zu machen und zu verkaufen. Also mir leuchtet die Theorie auch nicht so richtig ein. Also, wir glauben, ich sage jetzt wir, weil mir ist es zu doof, jetzt den Advocatus Diaboli weiter zu spielen. Wir glauben, dass weder die Cookies noch das VPN irgendeinen Einfluss auf die Flugpreise haben. Weder in die eine noch in die andere Richtung, Kai, oder? Also ich will es ein bisschen vorsichtiger formulieren und sagen, Okay. Und das ist etwas, was eben auch behaupten kann, ich kann den Effekt bei mir jedenfalls nicht nachvollziehen. Und ich schaue sehr häufig nach Flugpreisen, das könnt ihr mir glauben, das ist eines meiner Lieblingshobbys, zu gucken, wie sich Flugpreise entwickeln. Ich lebe im Ausland, ich nutze VPNs, ich glaube, bei der Häufigkeit, mit der ich Flüge monitore, wäre mir da auch schon mal was aufgefallen, wenn es ein System gäbe, das über zufällige Preissteigerungen oder Senkungen hinausgeht. Wir haben ja in der letzten Folge, wo wir uns eben mit den Flugpreisen beschäftigt haben, auch so ein bisschen dargestellt, wie sich Preise eben tatsächlich zusammensetzen. Und das sind eben die Buchungsklassen und das sind die Tarifregeln. Und über diese beiden Instrumente versuchen Airlines eben den idealen Preis für den idealen Kunden ausfindig zu machen. Das reicht im Grunde genommen voll und ganz. Da muss man nicht noch Cookies ausspielen und dann noch irgendwelche extra Geschichten machen. Ich will gar nicht ausschließen, dass das früher mal so gewesen ist. Ich glaube, dass da vielleicht ganz so am Anfang auch mal was dran gewesen ist. Zitiere ich gerne mal Giovanni Trapattoni, den legendären Bayern-Trainer. Eine Airline isse keine Idiot. Die sind nicht doof. Also wenn die sehen, dass ein Trick oder etwas, womit die versuchen, Leuten mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, dass das nicht mehr funktioniert und dass das sozusagen gegen sie gewendet wird, indem man mit VPNs sich in anderen Ländern einloggt, indem man eben über Kognito-Browser im Internet surft und all solche Sachen, das kriegen die ja mit. Und wenn das wirklich mal so gewesen ist, dass es über ein VPN Sinn gemacht hat und es da Preise gegeben hat, dann kannst du sicher sein, dass die Airline an dem Tag, an dem sie rausgefunden hat, dass es diesen Trick gibt, dass die ihre IT beauftragt haben, seht zu, dass ihr dieses Loch zumacht. Im Übrigen ist es ja durchaus möglich. Es ist ja nicht so, dass eine Webseite heutzutage nicht in der Lage ist, ein VPN zu erkennen. Wie gesagt, ich nutze hier relativ häufig VPNs und ich kann mich auf vielen Seiten, zuletzt heute Morgen auf der Seite, auf der wir unseren Kurs, der jetzt ja bald rauskommen wird, hosten. Ich kann mich da einfach nicht einloggen, wenn ich mein VPN eingeschaltet habe. Ich muss erst das VPN ausschalten, dann kann ich überhaupt den Login-Button. Ich klicke da drauf und es passiert nichts. Mache ich das VPN aus, kann ich weitergehen. Ja, für mich ist auch ein zentraler Widerspruch. Ich habe einfach im Hinterkopf, das ist, glaube ich, außer Ryanair, die zweistellige Renditen abwerfen. Alle anderen normalen Airlines haben einstellige Renditen. Ja. Da ist nicht so viel Luft, um hier mal richtig satt Preisnachlässe zu geben, nur weil du in Thailand wohnst oder in Marokko. Die Vielfliegerprogramme machen mehr Geld als die Airlines mit dem eigentlichen operativen Geschäft. Ja. Aber Kai, warum glauben dann doch trotzdem so viele Leute an solche Mythen und fast schon Verschwörungstheorien? Glaubst du, dass Leute, wie so oft, sich einfach nach einer einfachen Antwort sehnen, warum Preise steigen oder fallen? Und deshalb gucken die auch unbedingt solche Videos wie das hier? Ja, wir kennen es ja von YouTube, wir beide kennen das ja auch. Wir als Content Creator, wir schauen uns natürlich auch mal Videos an, wo einem erklärt wird, wie man bei YouTube mehr Likes bekommt, mehr Abonnenten bekommt, alles Mögliche. Und es gibt hunderte von Videos, wo einem versprochen wird, wenn du diese eine Einstellung an deinem Kanal veränderst, mind blowing. Es macht so zack und nächsten Morgen wirst du wach und hast 1000 Abonnenten mehr. Ne? Und diese Videos haben tatsächlich unglaublich hohe Klickzahlen. Also Leute wünschen sich einfach, dass Sachen einfach sind und die sind es aber nicht. Wer übrigens, nur damit ihr mich nicht falsch versteht, wer Flugpreise gerne mit eingeschaltetem VPN oder im Inkognito-Modus sucht, der soll das um Gottes Willen auch weiterhin tun. Schaden wird's nicht. Wir haben nichts gegen VPNs, wir haben nichts gegen Inkognito. Macht das. Es ist vielleicht lahm und es klappert vielleicht und es funktioniert nicht jeder Button und nicht jeder Link, aber Schaden wird's meines Erachtens auch nicht. Also kommen wir zum Fazit, Kai, oder? Ja. Es gibt sicherlich ein paar Tricks, mit denen man versuchen kann, schlauer zu sein als die Airline und die Tarifregeln gegen die Airline anzuwenden. Da sind wir auch gerne behilflich mit so gut wie jedem Video. Es ist ein Game, sagen wir auch immer wieder. Wir haben zwei Seiten des Spielbretts, die Airlines am einen Ende und wir eben am anderen. Die versuchen ihre Tricks aufs Brett zu kriegen. Wir können versuchen, unsere Tricks aufs Brett zu kriegen und jeder ist an seinem Vorteil interessiert. VPN
und Inkognito-Modus gehören aber heute eher nicht mehr zu diesen Tricks. Man kann höchstens sagen, es hat vielleicht mal früher funktioniert, als alles noch viel besser war, aber heute leider nicht mehr. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit VPNs gemacht oder Inkognito-Modus oder was immer ihr an Techniken verwendet. Vielleicht wir lernen ja gerne dazu. Also wenn ihr da Tipps für uns habt, die wir dann auch testen können, handfest, freut uns. Einfach kommentieren, freut uns sowieso. Hier geht es jetzt weiter, Kai, mit einem Video, das nicht automatisch gestartet wird. Also du musst dann immer noch draufklicken. Kai, was für ein Video war das jetzt nochmal? Unser schönes Video, wie Flugpreise funktionieren. Also der Vorläufer sozusagen zu diesem Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch das unbedingt angucken. Da schildern wir euch im Detail, wie Airlines versuchen, über Buchungsklassen und Tarifregeln die optimalen Preise zu erzielen. Und wir zeigen euch, wie ihr euch diese Tarifregeln eben teilweise zunutze machen könnt, um Geld bei der Flugbuchung zu sparen. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt nochmal anschauen. Genau. Und ansonsten ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, alle Grüße, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao und tschüss, Kai. Tschüss.